Heute der große Saisonabschluss, Spieltag 34. Wir gucken nachher mal die interessantesten Ligen durch. Wir gucken, wer Torschützenkönig geworden ist. Vielleicht schaffen wir auch noch die 100-Tore-Marke heute zu knacken. Wir brauchen 2 Tore. 98 haben wir zurzeit. Völlig verrückt, 98 Tore in einer Saison. Wir brauchen noch 2. Und dann will ich mich natürlich auch nochmal mit dem Sieg verabschieden und natürlich vorbereiten aufs letzte große Spiel, das Champions League-Finale dann gegen den FC Barcelona. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, bin auch gespannt, wie die Wolfsburger heute spielen. Die müssen nämlich auch noch ein bisschen zittern ums internationale Geschäft. Die sind nämlich Sechster, haben noch den VfB und Gladbach im Rücken. Und wir haben die erste Chance mit Usun. Die können nämlich auch noch Achter werden und dann gar nicht international spielen. Letzten 4 Spiele alle verloren. Nur ein Unentschieden aus den letzten 5 Spielen. Also müssen sie immer gucken, was macht der VfB, was macht Gladbach und was machen sie natürlich selber. So, und wir sind schon wieder vorne. Usun. Die Anfangsphase ist sehr, sehr schwungvoll. Aber auch die Wolfsburger, klar, die spielen ein bisschen besser als Bremen im letzten Part. Weil für die geht es halt noch um was, ne? Und die Wolfsburger kommen über Paredes. Oh, zu weite Flanke hoffentlich. Rentsch geht nicht hin, da sind sich uneinig, aber bleiben am Ball. Brown ist da und es gibt den Eckball, ja. Die Wolfsburger, die sind hartnäckiger. Die spielen auch im 4-2-3-1. Also auch eine eklige Formation. Auch die Breite, die Breite, wir haben ja das Kompakte. Und Arnold kommt. Achtung, da ist Enisiri. Ja, gefährlicher Kopfballspieler. Ich glaube, der hat sogar in der Hinrunde gegen uns getroffen. Der trifft eigentlich immer gegen mich. Mein Ex-Spieler. Vielleicht auch eine Option. Ja, eventuell. Who knows? Gibt viele Namen. Viele Namen, die noch auf die Liste wandern werden. Die richtige Entscheidung muss dann halt auch so ein bisschen mein Bauchgefühl für mich treffen. Guck mal, das Verfahren. Er sieht, Wolfsburg verschiebt gut. Ist immer direkt da. Die Chance mal, was irgendwie alleine zu machen. Usun, Grobmeiners, einmal vorgelegt. Ja, und dann schöner Abschluss. Und Müller und die Ecke. So zwischen 5er und 11er vielleicht. Adingra, ja, die kommen gut. Demitrio war hinten und da ist Fofana. Oh. Hätte Handspiel werden können, weiß ich nicht. Grobmeiners, Demitrio und nochmal Fofana. Und natürlich ist da wieder einer dazwischen. Das ganz typische Bild. Da kannst du auch einen 94er-Spieler hinstellen. Selbst bei dem würden die Schüsse noch geblockt werden. Achtung, Enisiri versucht, aber Brown. Das haben wir mittlerweile gut im Griff. Also diese Durchbrüche, die klappen auch nicht mehr so oft in den letzten Spielen. Das haben wir wirklich gut hinbekommen. Müsste auch noch ein bisschen häufiger bei uns klappen. Fofana, Usun, wo ist Ekitike? Die beiden verstehen sich doch ganz gut. Achtung, Elfmeter! Ja, hopp! Das muss doch Elfmeter geben, hallo? Ja, ich wollte gerade sagen. Also, was will er da Vorteil laufen lassen? Um Gottes Willen. Wir kriegen einen Elfmeter. Streicht euch das rot im Kalender an. Das haben wir selten bekommen, aber es war auch ein ganz klares Foul. Ja, also da... Oh, obwohl, weiß ich gar nicht. Aus der Perspektive sah es aus, als hätte Usun gar nicht getroffen, aber ich glaube schon. Ich glaube, den kannst du geben. So, guck mal, das oder Ekitike. Eigentlich Ekitike, ne? Wegen dem besten Torschützen und so. Ja, der hat zwar nur 69 bei Elfmeter, aber ich riskiere es mal. Ekitike gegen Müller. Rechts oben, Minute 23, Saisontor Nummer 99. Nein, natürlich nicht. Ekitike, hätte mal Kopmeiners den geschossen. Der hätte er bestimmt reingemacht. Nee, keine Ahnung. Schade, jetzt kriegen wir schon mal einen Elfmeter und den versemmeln wir. Obwohl der gar nicht schlecht geschossen war, muss ich auch dazu sagen. Also in den Winkel fast oben, den so zu halten. Naja, wird nicht die letzte Chance gewesen sein. Adingra, vielleicht kriegen wir gleich die nächste durch den Eckball. Also wäre halt mal schön gewesen, den Elfmeter auch mal reinzumachen, ne? Fofana, Adingra. Irgendeiner am zweiten Pfosten, der sich mal löst. Fofana zum Beispiel, der andere. Und jetzt kommt Wolfsburg. Ja, Bondarenko, der hat Platz. Guck mal, das arbeitet mal mit nach hinten, natürlich. Und Brown, der muss da hinten sprinten, Junge. Das ist gar nicht meine Position hier. Jetzt fehlt nämlich auch Kopmeiners in der Mitte. Enisiri. Nee, das muss unser sein, oder? Ist Ecke. Ja, für den VfL. Also es ist auch eigentlich kein typisches 0-0-Spiel. Ne? Es geht gut hin und her. Viele Chancen auf beiden Seiten. Gute Aktion. Die größte hatten wir. Achtung, Enisiri kommt wieder ran. Und da ist Bondarenko. Bondarenko und Koch auf der Linie zum ersten. Und Santos dann nochmal. Gegen Enisiri. Jetzt schwimmen wir so ein bisschen. Darf gerne wieder ein bisschen andersrum ausgehen. Wieder auf Enisiri, ne? Oder? Ne, Achtung. Ishikawa wäre da gewesen.
Wenn das denn war. Nächste Chance, Santos. Oh, wie hält er den? Den muss er eigentlich festhalten. Viel anders halten. Ich hoffe, das wird zur nächsten Saison auch noch ein bisschen stabiler bei ihm, dass er so Bälle einfach mal festhält. Die sind jetzt nicht schwer zu halten. So, nächste Chance, Usun. Ja, muss oben Fofana mitnehmen. Ekitike war im Abseits. Fofana, gute Flanke. Ja, Ekitike, Fallrückzieher oder Seitfallzieher, das will nicht klappen in der Saison. Irgendwie sei uns das nicht vergönnt. Muss ja auch nicht passieren unbedingt, ne? Hauptsache normal reinschießen. Vorne Ekitike. Ja, ein Wolfsburger. Lauern halt auf die Umschaltmomente hier. Fernandes. Brown mit Rentsch. Ne, Rentsch geht alleine durch. Brown kriegt hier nicht gestoppt. Achtung, Bondarenko, Enisiri. Gefährlich. Hier nochmal natürlich, brauchst du keine Torlinientechnik, der war ganz klar nicht drin. Aber ja, da hätte es auch schon passieren können. Vielleicht wir nochmal vor der Pause, ne. Vielleicht auf 4-4-2 umstellen. Ich werde auf 4-4-2, nicht 4-3-3. Muss ich umstellen auf 4-4-2. Vielleicht ist ja das die Formation, die uns hilft, den Torreigen hier zu eröffnen. Nochmal eine Chance vielleicht. Ekitike unten Adingra. Netz ist da, Ekitike auch. Läuft durch. Oder hinten Fofana. Könnte im Abseits sein. Ja, war auch im Abseits. Also es wird mit dem 0-0 hier in die Pause gehen. Aber auch wieder ein gutes 0-0. Wie gegen Leipzig zu Hause. Das muss hier nicht 0-0 stehen. Wir hätten auch schon 1-0 in Führung gehen können. Hätten aber auch schon hinten liegen können. Und Enisiri macht sich nochmal auf den Weg. Das war klar. Gegen Rega. Da ist Detz. Achtung auf Spitzenwinkel. Kein Elfmeter. Nee. Da darfst du keinen Elfmeter pfeifen. Und dann ist Halbzeit. 0-0 der besseren Sorte. Jetzt bekommen wir leider nicht die Ergebnisse der anderen Plätze. Ich würde nämlich mal gucken, wie es bei Mainz gegen Hamburg steht. Die spielen beide gegeneinander. Das ist der 16. gegen den 17. Münster könnte da nochmal schön von der Schippe springen. Also weder direkt Abstieg noch Relegation. Also maximal ist halt Relegation, was sie erreichen könnten. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sie die Klasse so halten, dass wir nächste Saison nochmal gegeneinander spielen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt sind wir da über Fofana. Usun ist frei. Usun! Und das zählt! Kein Abseits. Saisontor Nummer 99. Durch den Youngster. Den Breakout-Star, wenn du so möchtest, in unserer Saison, in unserer Karriere. Oh Gott, pass auf, dass der nicht runterfällt von der Schulter. Ich dachte jetzt, das wäre Abseits, deswegen habe ich so ein bisschen gezögert und Usun, der semmelt die Dinger einfach mir nichts, dir nichts oben in den Winkel reingefühlt. Saisontor Nummer 24 müsste das sein. 24 in Spiel Nummer 33. Also bis auf ein Spiel hat er auch ja, alle gemacht. Ich weiß gar nicht, warum der einmal nicht gespielt hat. Gute Frage. Und jetzt die Wolfsburger. Wenn jetzt der VfB halt parallel führt, sind sie raus aus dem europäischen Geschäft. Ich weiß nicht, ob Platz 7 auch noch reicht. Ob die das hier im Spiel berechnet haben, aber normalerweise reicht nur Platz 6 für die Conference League. Achtung! Wolfsburg möchte auch durch den Fallrückzieher nochmal treffen. Warum nicht? Aber wir natürlich auch, wir sind jetzt heiß auf Saisontor Nummer 100. Jetzt haben wir schon 99, jetzt will ich auch die 100 voll haben. Wenn wir schon mal dabei sind. Fofana, Brown, die beiden Fofanas hier. Im Zusammenspiel Usun vorne ist wieder frei. Gute Drehung und jetzt vielleicht auch Spitzenwinkel. Aber Müller war zu optimistisch. Da hätte der unter die Latte gehämmert werden müssen. Demetrio gegen Enisiri. Das ist so eine Gewichtsklasse. Die beiden, ey. Es wären auch schöne Zweikämpfe im Training wahrscheinlich. Enisiri bleibt vorne auf der Außen gegen Rega. Flanke kommt. Santos müsste den haben. Fängt da gut ab. Sehr schön. Dann gleich. Ja, gut gesehen. Unten aufbauen. Fofana gar nicht lang hintenrum spielen. Sondern den Weg nach vorne. Ishikawa kommt nicht hinterher. Fofana ist so allein auf weiter Flur. Dann macht er den. In der Mitte ist der andere Fofana. Der kommt mit. Und jetzt Ekitike. Bitteschön. Saisontor Nummer 100 ist geknackt. Und es musste so kommen, dass er, Hugo Ekitike, das 100. Saisontor macht. Hier ganz leicht, ganz easy, zack, mit der Seite ins kurze Eck. Da ist auch für Müller nichts zu machen. Sehr schön, also Gratulation ans ganze Team, 100 Saisontore.
Habe ich auch nicht immer geschossen, aber wenn du schon so eine Truppe hast, ey, was machen die erst, wenn die nächstes Jahr noch ein bisschen besser werden? Schaffen wir dann vielleicht sogar 34 Siege in 34 Spielen? Glaube ich jetzt auch nicht. Du hast immer so 2, 3 Spiele mit dabei, die du nicht gut spielst. Aber wer weiß, ey, keine Ahnung. Wenn die hier so weitermachen, noch ist das Spiel ja nicht vorbei. Noch haben wir die Chance auf Saisontor Nummer 101. Fofana oben auf Adingra. Schön gespielt. Schöner Kopfball. Achtung, Fofana legt ab und jetzt. Achtung, Fofana. Ich dachte, den nehme ich direkt, aber hat leider nicht so funktioniert. Guck mal, das Fofana, der andere Fofana. Jetzt geht's auf den Bierdeckel. Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Und die Wolfsburger müssen um Europa zittern. Das würde momentan, wenn der VfB auch einen Punkt holt oder sogar gewinnt, würde das nicht reichen. Für die Conference League. Fofana, Ekitike. Fofana muss mal hinterlaufen. Ja, das ist der Ball, den ich spielen wollte. Fofana zum ersten. Kommt da nochmal ran? Nee. Leider nicht, aber jetzt. Wolfsburg nochmal über Netz, über Kevin Paredes. Dortmund führt in Stuttgart, also haben wir da schon mal Schützenhilfe. Was ist mit Gladbach? Wenn die nämlich gewinnen sollten und Wolfsburg verliert, dann ist Gladbach auf Platz 6. Dann springen die nämlich 2 Plätze nach oben. Achtung, Wolfsburg kommt über Fernandes. Aber auch nichts Gefährliches, Gott sei Dank. Wo wir uns jetzt noch drum kümmern müssten. Es ging mir, wie gesagt, heute um die 100 Saisontore. Die haben wir jetzt geschafft. Die Marke haben wir geknackt. Und jetzt ist alles andere noch Bonus. Vielleicht machen wir noch 1, vielleicht auch nicht. Das macht den Braten dann aber im Endeffekt auch nicht mehr fett. Oben Adingra. Ja, schöner Versuch. Und die Wolfsburger, die können nur klären. Sehr, sehr dominant. Also ist auch verdient, dass wir Meister geworden sind. Das hätte mich sehr, sehr geärgert, wenn wir uns nicht belohnt hätten. Von daher ist das schon so alles gut, wie es ist. Müller nochmal mit einer Parade. Und was da nächste Saison ist, was wir da für Spielertypen haben. Doak zum Beispiel, ist das dieser Schotte, den ich mal vorgestellt hatte? Ich glaube Ben Doak, ne? Das ist eines von 3 schottischen Spitzenspielern, Spitzenjugendspielern hier in-game. Solltet ihr auch bei euch auf der Liste haben. Spätestens für EAFC 26. Würde ich mal behaupten. So. Wolfsburg kommt nochmal über Arnold. Ja, einer seiner wenigen Sprints über die Flügel. Flanke kommt. Enisiri und Santos darf sich nochmal auszeichnen. Und gibt nochmal einen Eckball. Soll ich nochmal wechseln? Ich guck mal. Zur Sicherheit vielleicht. Nicht, dass sich noch einer verletzt hier. Machen wir vorne nochmal Duro rein und Listesch. Im Mittelfeld Skiri. Ja, Fernandes auf die linke Seite. Buta auf die rechte Seite. Und Brandwaite. Gut. Dann halt nicht. Aber die Meisterschale kriegen wir jetzt nicht nochmal überreicht, ne? Das wäre ein großer Fail, wenn wir die jetzt noch ein zweites Mal kriegen. Ich glaube, die kriegst du immer nur dann in dem Spiel, wenn es dann auch wirklich rechnerisch feststeht. Grensch ist nochmal da und da kommt Paredes zum ersten, zum zweiten. Gut geklärt. Oh, jetzt kriege ich den Ball nicht hinten raus. Achtung! Und Santos hält auch diesen Ball oben. Wenn Fernandes den hinkriegt, optimistisch, aber der flutscht beinahe durch. Ich hatte Adingra oben gesehen. Schade, dass wir den nicht dahin bekommen hatten. Enisiri kommt nochmal durch. Achtung, Dimitriou, ja. Gibt die rote Karte, letzter Mann. Das nehme ich hin. Ich hoffe, der ist nicht für die Champions League gesperrt. Das wäre echt fatal, aber ich glaube, das gilt nur für die Liga. Ich hoffe. Ich hoffe, das gilt nur für die Liga. Wenn die auch für die Champions League gilt, dann wäre es erstens unlogisch und zweitens sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Er weiß es wahrscheinlich. Ach, es gibt nur Freischuss. Okay, deswegen gab es auch die rote Karte. Bei Elfmeter jetzt wahrscheinlich nur gelb gegeben. Wolfsburg kommt nochmal über Lovro Meyer. Nee, Bondarenko. So gehen Freischüsse. So schießt man Freischüsse. Auch ins Tor. Ja gut, da war die Mauer auch gar nicht mehr da. Also, den hätte ich vielleicht auch noch reingemacht mit Koopmeiners, wenn da keine Mauer mehr steht. Wie viel ist Saisontor? Ach, Maxi Arnold war es. 3. Tor erst im 29. Spiel. Aber vielleicht reicht das nicht für Wolfsburg. Die müssten gewinnen. Auch ein Punkt wäre, glaube ich, zu wenig, weil ich weiß halt nicht, wie die Gladbacher spielen. Wie es bei denen steht. Jetzt haben wir nochmal eine Chance vielleicht. Listisch. Von Duro freigespielt. Und der alte Toreabstand ist wieder hergestellt. Saisontor Nummer 101. Große Feierlichkeiten, Vorbereitung schon aufs Champions League Finale. Ich bin gespannt, wo das stattfindet. Ich hoffe in einem echten Stadion.
Das würde einfach zum Rahmen dazugehören. Echtes Stadion. 2 Mannschaften, die international oder national wahrscheinlich alles abgerissen haben. Barcelona werden wir dann gleich nochmal sehen, wie die gespielt haben in ihrer Liga. Und wir verabschieden uns hier mit nicht nur 101 Saisontoren, sondern auch mit einem Sieg und 80 Punkten. Ich glaube, das ist eine Statistik, die eines deutschen Meisters auf jeden Fall würdig ist. Letzten Bälle, die hier gespielt werden, einen Ball nochmal nach vorne und dann haben wir es ja vollbracht. Saison ist vorbei. 34 Spieltage, deutscher Meister, 101 Saisontore. Super, sensationell. Vorbereitung auf die Champions League ist, glaube ich, geglückt. Und so, denke ich, werden wir auch hoffentlich gut reinstarten, dann ins Finale. Der spannende Abstiegskampf. Gladbach hat tatsächlich in Freiburg gewonnen. Das ist jetzt das einzige Ergebnis, auf was ich geachtet habe. Das heißt, dass Wolfsburg rausfällt aus den internationalen Plätzen. Nächstes Spiel in 13 Tagen. Wir haben nochmal 2 Wochen Pause. Demetrio gesperrt, aber hoffentlich nur im Ligaspiel. Ich hoffe nicht, dass das jetzt auch für die Champions League gilt, weil das wäre sehr, sehr bitter. Das wäre sehr, sehr bitter. Ah gut, Oliver Baumann, das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst. Der hat leider sein letztes Spiel nicht bekommen. Ein Spiel Sperre. Ich befürchte, dass das auch fürs Champions League Finale sein wird. 90 Millionen haben wir bekommen für den Sieg in der Bundesliga. Jetzt spulen wir erstmal vor, lassen mal die ganzen Relegationsspiele auch laufen und dann gucken wir mal, wie die anderen Ligen gespielt haben. Ich befürchte, dass Demetrio raus ist, ey. Scheiße. Das ist natürlich bitter. Ich hoffe, dass er aber irgendwie trotzdem doch mit dabei ist. So, Champions League Finale, der Tag der Entscheidung. So spielt Barca. Mit Lamine Yamal unter anderem, wenn ich den bekommen würde. Ey, mit Koundé, Meno, Ugarte hatte ich auch schon mal die Ehre, mit ihm spielen zu dürfen. Lewandowski auf der Bank, Jeremy Doku, Vitor Roque vorne, Pedri. Also die Mannschaft zu schlagen, das wird nochmal eine große Herausforderung. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe, wir kriegen es hin und er ist wirklich tatsächlich gesperrt, glaube ich, fürs Spiel, ne? Ich könnte im Strahl kotzen, ey, scheiße. Jugendspieler will weg, Jugendspieler will weg. Sam Stöckli, was haben die denn alle so für eine Entwicklung? Könnt ihr jetzt nicht nochmal abwarten, wobei Sam Stöckli... Ja, 64er Potenzial, den können wir eigentlich ziehen lassen. Nils Hofmann muss ich auch mal gucken, wie die sich machen über den Sommer hinaus. So, jetzt gucken wir mal. Mannschaft, muss ich den tatsächlich rausnehmen? Wahrscheinlich, ne? Rot gesperrt? Ne, hier ist er nicht gesperrt. Also Hoffnung ist noch da. Also, wir gucken rein. Abschlusstabelle der Bundesliga. Fangen wir mal bei uns an. Also, Bundesliga. Von oben nach unten. Frankfurt, 101 Saisontor. Wildes Torverhältnis, aber auch 53 Gegentore. Dann Leipzig Vizemeister. Bayern Dritter, Leverkusen Vierter. Dortmund spielt Euroleague. Gladbach spielt in der Conference League. Wolfsburg weiß ich nicht, ob die es noch gerade so reingeschafft haben. Der VfB auf jeden Fall nicht. Die sind Achter. Dann Union, Augsburg, Bremen, Hoffenheim, Freiburg. Münster bleibt in der Liga. Die Kölner retten sich direkt. Hamburg muss in die Relegation. Mainz steigt mit der Hertha direkt ab. Hamburg Relegation. Das, ja, hat schon Tradition. Schon mehr als manch Fußballverein hier in der Fußball-Bundesliga. Also, Mainz, Hertha steigen ab. Mal gucken, wer dafür hochkommt. Pokalfinale gucken wir erstmal. Ja, Leverkusen deutlich mit 4-0 gegen den VfB. Euroleague-Finale hat der FC Chelsea gewonnen gegen Aston Villa. Und die Conference League gewinnt. Startrennen gegen Manchester United mit 3:2. War da noch irgendeine deutsche Mannschaft? Ja, Gladbach. Also relativ stark, was sie da gemacht haben. So, jetzt aber. Europameisterschaft brauchen wir noch gar nicht, oder? Ach, da ist die Gruppenphase schon ausgelost. Ist Deutschland auch mit dabei? Gegen Frankreich, Ungarn und Rumänien, okay. So, dann gehen wir in die Statistik. Jetzt gucke ich, wer die meisten Tore hat und so weiter und so fort. Profi-Statistik. Können wir auch den Wettbewerb auswählen für die Bundesliga. Also, Torschützenkönig, natürlich Ekitike mit 32 Saisontoren in 30 Spielen. Usun Zweiter, 24 Tore. Die haben also 56 Tore gemacht. Im Prinzip die Hälfte unserer Saisontore. Ist noch einer mit dabei? Gucken wir mal. Zeki Amdouni, 15 Tore sogar, okay. Dann kommt Duro mit 12 Toren aus 27 Spielen. Listic ist mit dabei mit 10 Toren immerhin. Gucken wir mal in die Vorlagen rein, da ist auch Ekitike oben. Da haben wir aber ein paar mehr. Da haben wir Duro unter anderem, Usun mit 12. 14 Vorlagen noch mit dazu, also richtig, richtig stark. Die ersten 4 gehören uns. Danach, oh, ist ja nur Frankfurt hier. Fofana, Kopmeiners, Listic, Wanners auch mit dabei, das freut mich. Christovic von Augsburg, der hat, glaube ich, auch 1, 2 Tore gegen uns gemacht. Yusuf Fofana als Mittelfeldspieler. Ohne Gegentor ist Santos auf der 4, mit immerhin 8 Spielen ohne Gegentor. Rote Karten. Oh, hat Demetrio 2. Wo hat er denn schon mal rot kassiert? Weiß ich gar nicht. Gelbe Karte hat Oliver Abildgaard, den habe ich noch zu Münster geholt. Also Grüße gehen da auch raus an Münster. So sieht es da aus. Und jetzt gucken wir mal so in die wichtigsten Ligen, hatte ich ja gesagt. Ne? Andere Ligen
die Top 5 liegen vielleicht. Wir müssen jetzt nicht jede Liga durchgehen. Zweite Liga, ganz interessant. Wer ist aufgestiegen? Heidenheim ist wieder zurück. Die sind direkt wieder aufgestiegen. Und Fortuna Düsseldorf. Und Hamburg-St. Pauli. Hamburg gegen St. Pauli spielt in der Relegation. Das habe ich ja mir in echt gewünscht. Oder was heißt gewünscht? Wäre ziemlich brisant gewesen. Jetzt spielen wir hier in-game. Hamburg gegen St. Pauli. Die machen also den dritten Bundesligisten unter sich aus. Dann Schalke 4. Nürnberg, Bochum. Wer ist hier abgestiegen? Mannheim und Bielefeld. Rostock spielt Relegation gegen Regensburg. Da steigen Osnabrück und Magdeburg auf. Unten abgestiegen wären, es war auch ganz, ganz knapp. Gut, außer bei Unterhaching, Ferl, Alemannia Aachen und die zweite Mannschaft vom VfB. Die letzten 4 steigen ja immer ab. Wer ist hier in der Frauenbundesliga Meister geworden? Wolfsburg vor Bayern. Ist eigentlich auch immer nur die Frage, ob Wolfsburg oder Bayern, ne? Dann die Premier League. Da ist der FC Chelsea Meister geworden vor City, Arsenal und Newcastle. Liverpool ist auf dem 8. Platz, die spielen gar nicht in der Champions League. Spurs genauso wenig, United spielt keine Champions League. Abgestiegen sind hier Birmingham, Southampton und der FC Everton. Okay, wer steigt hier auf? Mal kurz gucken. Leeds und Burnley. Fulham, Middlesbrough, Luton und Cardiff City spielen dann die Aufstiegsplayoffs. Dann haben wir hier in Frankreich, muss ich gar nicht fragen, Paris vor Lyon. Auch wenig überraschend, dass Paris da Meister wird. Hier sind abgestiegen Metz und Auxerre und Saint-Étienne spielt dann Relegation gegen, ja, wahrscheinlich Laval, avant Guingamp. Auf jeden Fall Paris FC und Lorient sind da aufgestiegen. Das ist in Frankreich der Fall. Jetzt gucken wir mal in Italien. Ist der AC Mailand, durch das Torverhältnis. Nee, in Italien zählt ja nicht der direkte Vergleich. Den hätte ja dann der AC Mailand gewonnen, aber punktgleich mit Inter. Die haben richtig dominiert. Beide 92 Punkte. Hat man auch selten. Unten Sassuolo, Empoli und Udinese Calcio abgestiegen. Aufgestiegen sind Pisa und Lecce und dann halt Venedig, Palermo, Modena und Brescia Calcio spielen da Playoffs. So, was nehmen wir noch mit? Vielleicht in Portugal nochmal nachgucken. Da ist der FC Porto überraschend Meister geworden. Wer hätte es gedacht? Dann haben wir noch natürlich Spanien. Da ist Barca auch nur 5. Die spielen nur in der Europa League. Ist auch enttäuschend und überraschend. Villarreal, mein alter Club aus FIFA 21, glaube ich, war es, oder 22. 3. Platz, Atletico ist da 2., Real ist auf der 1. Aber Barca nur 5. ist auch ein bisschen enttäuschend. Hier steigen Levante, Valladolid und Espanyol Barcelona ab. Und aufsteigen tun hier auf jeden Fall Las Palmas und Teneriffa. Und dann wahrscheinlich auch Platz 3 bis Platz 6 spielen da Playoffs. Dann nochmal für unsere türkischen Freunde ist Fener vor Beşiktaş und Galatasaray. Da spielt jeder Platz in einem anderen Wettbewerb. Die haben nicht so eine gute Wertung wie in der Bundesliga. Aber ist ja auch klar. So, das war's also. Und dann gilt es, sich vorzubereiten. Habe ich noch was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Also, vorbereiten aufs letzte Spiel. Champions League Finale gegen Barcelona. Ich hoffe mit Demetrio. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das Finalstadion sein wird. Macht's gut. Bis zum letzten Part, bis zum letzten Spiel, bis zum großen Champions League Finale. Macht's gut. Ciao, ciao.